Hallo, schön, dass du das Video eingeschaltet hast. Ich heiße Dirk und es geht heute wieder ein bisschen um meine Dienstleistungen. Und da meine Zielgruppe Anfänger sind, für meistens Kunden von Ionos und die sich halt entweder vorher noch gar nicht mit Webseiten befasst haben oder mit dem Verkauf online oder einfach bis jetzt die Standards genutzt haben, sondern bei Facebook ein bisschen was gemacht haben. Vielleicht eine WordPress-Seite mal einmal statisch erstellt, aber gemerkt haben, Mensch, da bewegt sich ja was durch KI auch und ich will das auch. Okay, damit befasse ich mich halt schon länger und suche, und das war auch der Entschluss, dass ich damals zu Ionos gewechselt bin und mich distanziert habe von nicht wartungsfreien Systemen wie Joomla, PrestaShop. Ganz ehrlich, fehlt mir dafür der technische Background. Ich bin halt kein Programmierer und ich habe gesehen, welche Kosten dort auf mich zugekommen wären. Hätte ich das halt von einer Agentur machen lassen können. Und ich bin damit nicht alleine. Es gibt viele Unternehmen, die sich halt keine Agentur leisten können. Ich befürworte das nach wie vor. Eine Agentur ist immer die richtige Wahl, um sich den Rücken freizuhalten. Aber man kann zumindest bei der Gestaltung oder bei dem Aufbau einer Webseite auf eine Agentur nicht dafür in Anspruch nehmen, sondern lieber dafür ganz individuelle Werbung zu erstellen, womit man aus der Masse ein bisschen heraussticht, die Aufmerksamkeit erregt. Und das habe ich mir versucht zur Aufgabe zu machen und dafür Tools gesucht, die aber dann auch wiederum bezahlbar sind für kleine Unternehmen. Und darum die Videos jetzt, wo die mit Werbung deklariert sind. Ich muss am Ende auch ein bisschen Geld verdienen und auch, ich habe zum Beispiel den Demo-Shop, den muss ich halt auch bezahlen. Und somit freue ich mich darüber, wenn ihr Interesse an meinem Material habt und ihr mich damit vielleicht beauftragen würdet. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Genug erzählt und erklärt. Hier ist das Videomarketing. Ich fange da bei 80 € an und das ist aber immer abhängig von Template zu Template. Ihr seht, hier habe ich 7 Bilder, 14 Texte. Hier habe ich nur 2 Bilder und 5 Texte. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viel an dem Template zu tun ist, und ich halte die Kirche da im Dorf. In der Regel nehme ich für so ein Video 80 €, wenn dann auch individuell nachgearbeitet werden soll, ein eigener Sound drüber gelegt werden soll oder ein eigenes Voice-Over. Oder ihr möchtet das selber reinsprechen und ich bearbeite dann das Voice-Over. Oder ich spreche es ein oder die KI. Wie auch immer. Schreibt mich einfach an, fragt nach, was ihr braucht oder aus welcher Branche für welche Branche ihr das Video braucht. Ich habe aus dem Bereich E-Commerce, Fashion Style, Food, Real Estate, und ich meine, das sind ja nur Templates. Da sind dann Farben hinterlegt. Die Farben kann ich ändern und ich kann auch das Bild ändern. Somit kann ich so ein Werbevideo auch für alles andere nutzen. Ist halt, die Branche ist dann egal, genauso wie hier ist dieses Bild ersetzbar. Ist ja mal das gleiche Bild und hier könnte ich ein anderes Bild nehmen, also geht es hier nur um das Design. Die Videos kann ich halt noch individueller gestalten, indem ich meine eigenen Sounds hinterlege oder durch KI Sounds generieren lasse. Also das läuft folgendermaßen ab: Ich habe Lizenzen erworben, die ich kommerziell nutzen kann, oder produziere mit meinem Synthesizer eigene Sounds, aber da bin ich noch am Anfang. Aber macht Spaß, von daher, wenn es Spaß macht, dann lernt man ja auch relativ schnell. Es geht darum, diese Sounds zu verwenden und durch KI eigene Stücke produzieren zu lassen. Das heißt, ich habe Loops aus den verschiedensten Genres und suche mir das Genre aus, und ich kann euch das mal eben ganz kurz zeigen. So, ich nutze den Music Maker und habe dafür dann halt die kommerziellen Loops, und hier seht ihr schon, hier haben wir einmal die Genres: Electronic, Dance, Easy Listening, Rock, Hip-Hop, Score, Soul, R&B, und daraus lassen sich halt einfach, die kann ich dann markieren, kann auch verschiedene Genres zusammenmischen und daraus mit KI, ist auch immer schön, um sich Inspiration zu holen, aber für meine eigenen Stücke, das geht gar nicht. Aber für eine Beauftragung geht ja da auch letztendlich um Kosten. Wenn ich natürlich ein eigenes Stück individuell erstelle, geht ja um Zeit, die bezahlt werden soll. Dann ist das halt natürlich eine andere Preisklasse. Von daher biete ich das hier an, KI-produzierte Musik. Und wenn ihr da Interesse dran habt und damit auch irgendwo eure Videos damit zu untermalen mit einem Song, den ihr selber cool findet, dann hat halt auch nochmal eine ganz andere Wirkung. Auch für euch selber und wie ihr die Botschaft selber transportiert und eure Postings gestaltet. Das Material muss halt euch gefallen. Okay, deswegen werden wir auch da erstmal miteinander sprechen und auch, dass wir uns wirklich einig sind und dass am Ende, wenn die Arbeit geleistet worden ist, weil die muss halt bezahlt werden, dass ihr dann aber auch zufrieden seid. Okay, aus dem Bereich Food
haben wir das gleiche nochmal. Und ich kann halt immer die Bilder austauschen und die Grafiken, die Hintergrundbilder, die Farben, also die Designfarben, Akzentfarben und die auf eure CI anpassen. Meldet euch einfach gerne, fragt mir gerne oder stellt mir Fragen hier in den Comments darüber. Jeder muss ja irgendwo ein bisschen Geld verdienen, deswegen auch die Videos und vor allen Dingen auch, ja, weil ich einfach weiß, dass mit jedem, mit dem ich dann in Kontakt trete und es geht über meine Website, keiner weiß aber eigentlich, was ich noch im Hintergrund mache. Deswegen muss ich das einfach mal ein bisschen noch kommunizieren. Ne? Habe halt auch nicht das Budget, um viel Werbebudget aufzugreifen, weil ich halt lieber investiere in weitere Programme, um die zu testen. Und alles andere versuche ich über Social Media. Und ich bekomme ja meine Aufträge und ich brauche ja nicht die Massen, auch wenn ich mich über Reichweite natürlich freue. Und von daher vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und mich zu unterstützen. Und über ein Like freue ich mich natürlich auch. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt aber zu der nächsten Plattform. Das ist der Doodle Maker. Damit kann ich euch Erklärvideos erstellen. Und die habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Moment, ich habe hier auch noch mal ein fertiges. Damit werden dann solche Videos erstellt. Können wir uns das jetzt angucken? Ne, gerade nicht. Aber wir haben ja hier eine kleine Vorschau und da könnt ihr das ja sehen. Es geht um diese Art Videos und die im Whiteboard, Glassboard oder im Blackboard halt, als wenn man auf einer Tafel schreiben würde. Man kann auch nur einstellen, wie die Position ist, wie geschrieben werden soll und der ganze Content kann dann aber auch ganz individuell erstellt werden. Ich habe einmal die Möglichkeit, das ist noch ein Service, der ist hinzugekommen und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, habe ich aber noch nicht getestet, werde ich demnächst tun. Und zwar gesprochene Videos, also daraus den Text rauszunehmen. Und der wird dann übersetzt in verschiedene Sprachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Zeige ich aber noch mal ein Video darüber. Schreibt mir gerne was in die Comments darüber, wenn euch das auch interessiert. Als Feedback für mich wäre das cool. Dann Start from Scratch. Das heißt, man fängt wirklich bei Null an. Man muss alles einstellen und da wird es dann halt auch individuell. Und hier links ist die Variante halt auch fürs kleine Budget, basierend auf Vorlagen, die von einer KI erstellt worden sind. Und darauf habe ich dann Zugriff. Und wie ihr seht, sind das nicht wenige. 352 für ein Whiteboard-Video. Die gibt es dann für verschiedenste Branchen. Hier oben kann ich nach der Branche suchen. Ich nehme jetzt mal den Klempner. Ein wichtiger Handwerker, so wie das Handwerk sowieso. Und ja, man muss natürlich sagen, hier sind jetzt keine dollen Grafiken, aber die kann ich ja alle austauschen. Und das ist dann für mich auch nicht zu individuell. Mir geht es dabei darum, dass dieser Rahmen gegeben ist. Das heißt, eine Zeitabstimmung, die Wechsel von den Folien jeweils oder das Einblenden der Texte oder der Bilder und die Position, das kann ich mir halt alles ersparen durch die Vorlagenarbeit. Bilder kann ich halt an der Position ersetzen durch passende andere Bilder. Und darum geht's. Zeit ersparen und dementsprechend das dann möglich machen als Dienstleistung für kleinste Unternehmen. Weil wenn das möglich wäre, dann würde ich viel mehr Videos sehen. Im Social Media, die gepostet oder vor allen Dingen auch viel mehr Posts sehen. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das damit zu tun hat, dass, weil im Moment ist der Markt ja auch überschwemmt und es gibt ja so viel Content oder KI, die wird ja gerade für alle Bereiche eingesetzt. Und da den Überblick zu behalten, fällt auch mir schwer. Ist wirklich nicht einfach. Und gerade wenn es darum geht, um SEO-Arbeiten, weil das auch nicht mein Steckenpferd ist, da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten. Aber ich habe jetzt im Social Media, was er so durchhauscht, soll ja der Algorithmus angepasst werden. Oder ich freue mich darüber, wenn sollte irgendein Profi, Video ist natürlich immer für Anfänger, aber wenn ein Profi das sehen sollte und kann mir das bestätigen, dass der Algorithmus angepasst wird und dass individueller Content, so wie ich ihn erstelle, einfach wieder mehr gewertet wird in Zukunft. Und es im Prinzip eine Anti-KI, einen Anti-KI-Bot geben soll. So habe ich das mitgenommen. Würde mich freuen über Feedback, ob ihr das auch so gehört habt. Okay, dann würde ich sagen, erkläre ich jetzt noch ein bisschen was dazu, wie ich selber aktiv hier mit der KI umgehen kann. Das heißt, ich habe hier meinen Text, der wird mir durch die Vorlage ausgegeben in Englisch. Und wenn ich den jetzt aber übersetzen möchte, muss ich erstmal die Sprache ändern.
Nur ihr seht, es ist schon eine große Auswahl an Sprachen. Zumindest alle bekannten europäischen hier in der näheren Umgebung. Jetzt hier unten am Niederrhein würde ich sagen, ist Niederländisch dabei, Englisch ist dabei, Französisch ist dabei, Spanisch ist dabei. Das sind so Italien, das würde ich sagen, sind vielleicht auch erstmal interessante Sprachen, die man verwenden kann. Okay, Deutsch, Update. So, und dann seht ihr hier unten, es wurde der Text direkt übersetzt und ich muss das jetzt im Prinzip nur noch Copy-Paste auf den Content übernehmen. Save Text und jetzt gehe ich hier auf DTS und dann hat er mir da direkt auch ein Voice-Over draus erstellt. Wir hören uns das mal eben ganz kurz an. Das ist die alte Generation KI-Sprache. Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen, professionellen und bezahlbaren Klempner sind. Okay, das reicht auch schon. Ihr habt vielleicht direkt gehört, dass die KI-Sprache semi-gut ist. Also mir gefällt sie nicht, das ist die alte Generation. Und der Vorteil ist halt hier, hier kann ich ich bezahle halt hier meinen Beitrag bei dem Dienstleister und werde dann aber nicht nochmal extra abgerechnet für irgendwelche Übersetzungen. Dafür ist die Qualität nicht so gut. Das ist halt immer eine Budgetfrage und wie der Anspruch ist. Ich habe aber auch eine Alternative und das ist dieser Dienstleister. Und hier muss ich aber auch dann wirklich pro erstellter Software erklären. Deswegen zeige ich euch jetzt hier nur eben kurz die Demo. Oder hier habe ich eine Demo für den letzten Kunden. Zentral gelegene Wohnung im Erdgeschoss mit 71 Quadratmeter sucht ihren ersten Mieter. Hier bieten wir Ihnen exklusiv eine neue... Okay, das reicht. Könnt ihr euch gerne mal angucken auf www.baufi-niederrhein.de, einfach aneinander geschrieben. Oder sucht bei Google Baufi Niederrhein Arvid Schmidt. Darunter findet ihr auch die Webseite. Webdesign habe ich dort auch erstellt, mit dem Kunden zusammen. Und dort auch ein bisschen beim Videomarketing geholfen. Und die dynamische Seitenführung ist vielleicht ganz interessant für Jonos-Kunden mit einem Baukasten, weil damit habt ihr die Möglichkeit, eure Inhalte in Tabellen zu exportieren oder outzusourcen. Und wenn mal ein Baukastenwechsel stattfindet oder ihr möchtet euer Material einfach auch noch weiterverwenden und verschiedene Schnittstellen damit ansprechen, habt ihr eine vernünftige Basis geschaffen, indem ihr mit Tabellen arbeitet und nicht innerhalb des Baukastens. Das aber nur dazu. So, das ist halt die KI-Sprachsoftware, die ich nutze, die halt finde ich, wirklich gut ist. Und schaut euch gerne mal das Video an. Dort habe ich auch Musik unterlegt. Den Music Maker habe ich euch ja gerade gezeigt, wie ich damit via KI die Musik ausgebe. Aber in dem Video habe ich die selber kombiniert, finde ich immer so. Ne, finde ich zu groß, das Wort. Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie ich es nennen soll, aber ich halte mich nicht für einen Musikproduzenten, macht mir alles nur Spaß. Ne? Und wenn ich damit aber auch Kunden eine Möglichkeit geben kann, sich ein bisschen individuell aufzustellen, ist es doch eine feine Sache, ist doch eine runde Sache. Okay, alles klar, ist halt alles Geschmackssache. Ne? Gut, dann haben wir hier, das habe ich euch jetzt gezeigt. Hier könnte ich noch weitere Folien erstellen und einfach auch die Folie mit den Einstellungen kopieren und daraus eine nächste erstellen. Für mich wieder Zeitersparnis. Deswegen, wenn ihr sagt, 4 sind mir zu wenig, ich hätte jetzt 6, 7, dann würde ich da jetzt nicht kein Drama draus machen und dann den Preis deutlich erhöhen müssen, solange die Vorlagen irgendwo die gleichen bleiben. Ne, geht halt umso individueller wird's, umso mehr Zeit habe ich nötig, umso teurer wird es dann halt am Ende. Okay, hier haben wir noch verschiedene Hautfarben können gewählt werden, Soundtracks, Backgrounds, Wasserzeichen. Hier sind noch allgemeine Settings. Da lasse ich dann aber, wenn ich mit einer Vorlage arbeite, meist die Finger, weil da sind die ganzen Voreinstellungen dann schon getroffen. Okay, dann würde ich sagen, hier haben wir noch die Übergänge der Slides, die können ja noch eingestellt werden und dann sind wir eigentlich mit dem Programm soweit durch. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mich gerne an auf service@s-inspiration.de oder EU. Das ist meine neue E-Mail, meine Exchange-E-Mail. Würde ich mich drüber freuen, auch über einen Austausch oder stellt mal eure Fragen auch darüber. Ich weiß, viele schreiben halt nicht öffentlich und ich bekomme die Fragen per Mail. Ist aber auch alles cool. Freue ich mich trotzdem drüber, ja. Und vielen Dank dafür vor allen Dingen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu einem Tool über, was ich nutze, damit ich Content bekomme. Also, weil ich kein Textschreiber bin. Mittlerweile halt schon öfters Texte geschrieben habe, als ich eigentlich will, aber ist egal. Ein bisschen Spaß macht es ja auch, vor allem, wenn ich das in Verbindung mit dem Video machen kann. Aber ich lasse mir halt auch helfen, weil ich kenne auch nicht jede Branche und habe hier immer eine Möglichkeit, mir Infos zu holen.
Hier gehört immer ein weibliches Voice-Over, männliches Voice-Over, die ich aber nie nutze eigentlich, weil die alle in Englisch sind. Aber hier ist noch ein Skript, wo halt der Beruf beschrieben steht oder was man gerade braucht. Und noch ein paar Bilder, und das ist für mich immer eine schöne Informationsquelle, aber auch ein schöner Leitfaden für Kunden, die halt gerade Schwierigkeiten haben, Text zu generieren, weil ist halt immer alles zusätzliche Arbeit und das vielleicht eine kleine Hilfe, und bis jetzt war es auch immer eine Hilfe und konnte meine Kunden immer so ein bisschen einen Anstoß geben. Guck mal, so ungefähr muss der Text aussehen. Übernehmt den einfach und passt, also nicht übernehmen, sondern passt den für euch an, aber übernehmt den Rahmen halt wieder. Ne, es geht immer darum, den Rahmen zu nehmen und den vielleicht auch durch KI sich da unterstützen zu lassen. Okay, dann habe ich hier noch den Sketchmaker. Das ist ganz schnell erklärt. Ist halt ein Tool, ganz schnell und einfach. Das Prozedere läuft selber ab wie beim Doodlemaker. Hier können auch wieder Text-to-Speech verwendet werden oder ein Voice-Over und mit KI wieder gearbeitet werden, aktiv, um die Videos besprechen zu lassen. Aber ansonsten wird da einfach nur ein Bild hochgeladen. Daraus wird ein cooles Sketch gemacht, entweder abstrakt oder sehr oder edel oder wie auch immer. Die Hände können einmal, das ist zum Beispiel eine animierte Hand, das ist eine richtige Hand, die auch wieder in verschiedenen Hautfarben, wie auch immer. Und dann war es das eigentlich schon. Mehr kann ich zu dem Programm gar nicht sagen. Ist halt wieder easy, einfach eine kleine Präsentation, einen lebendigeren Post zu machen, als einfach nur ein Bild oder mit einem Text dabei. Hier noch ein Tool für wenn ihr eure YouTube-Videos übersetzen wollt in andere Sprachen und ihr braucht da Hilfe, sprecht mich gerne an, helfe ich euch gerne bei. Dafür brauche ich dann Benutzerrechte für euer Google-Konto oder ihr könnt ja Mitarbeiter dort eintragen. Ihr tragt mich als Mitarbeiter ein, als Admin, und dann kann ich euch dabei unterstützen, eure Texte zu bearbeiten, oder ich zeige euch das einmal. Und wenn ihr Member werdet auf meiner Plattform demnächst, weil ich möchte den Leuten, die mich unterstützen, und ich möchte mich an der Stelle auch mal ganz hier mega herzlich bedanken für euren Support. Eure Spenden auch per PayPal, oder dass ihr sagt, Mensch, dass du diese Videos machst, andere nehmen dafür Geld, du machst das so und möchten wir dich unterstützen, finde ich mega cool. Also das ist halt auch eine riesen Motivation. Die Plattformen, die ich halt nutze, um Dinge zu präsentieren, müssen halt auch bezahlt werden, und deswegen freue ich mich da über euren Support und möchte mich ganz herzlich bedanken. Daraufhin habe ich mir aber überlegt, komm, ich möchte nicht einfach nur so das Geld haben, ich möchte halt die mich unterstützen, auch einen Mehrwert geben. Was wiedergeben halt. Dafür habe ich mir eine Plattform ausgedacht, die ist auch KI supported, dadurch, dass die Seiten per KI erstellt werden, also grob, und dann kann ich die Inhalte wieder selber anpassen, aber es ist halt auch wieder ein gewisser Prozentsatz, den ich mir ersparen kann. So kann ich ganz schnell mit einem Druck, gibt dann die Keywörter ein, für welchen Zweck, und dann erstellt er mir dadurch schon mal so einen groben Rahmen. Und den passe ich dann an und habe wieder im Bruchteil der Zeit habe ich eine neue Seite erstellt. Da werden auf jeden Fall verschiedene Stufen, also ich kann halt Memberships erstellen, und zu den Memberships im Prinzip werden dann Inhalte freigegeben. Und ich möchte halt die mir je nach Membership, welche angenommen werden, 10, 20, 30 und darüber, die möchte ich halt dementsprechend auch mit Material versorgen. Da geht es um Werbetexte, es geht um Musik, es geht um Live-Webinare, die ihr von mir bekommt, wo wir uns dann einfach auch treffen. Und einen schönen Austausch haben, wo ihr mir eure Fragen direkt stellen könnt und ich im Baukasten dann bin und vielleicht auch direkt beantworten kann. Ansonsten für das nächste Treffen. Wie auch immer, möchte halt einfach eine kleine Community zusammenbringen aus meinen Kunden zusammen, und das möchte ich auch jedem empfehlen, der ein Unternehmen hat. Versucht mit euren Kunden irgendwas zusammenzumachen. Durch Interaktion, durch Mehrwerte. Ihr könnt, durch die Plattform kann ich auch Referral-Links erstellen. Wer das nicht kennt, das ist im Prinzip ein System, mit dem ihr die Möglichkeit, Produkte, die ich anbiete, könnt ihr auch anbieten und bekommt dann halt nachher eine kleine Aufmerksamkeit dafür. Entweder Rabatte für Produkte, die ihr bei mir kauft, oder ihr bekommt halt einfach eine Kostenersparnis oder bekommt tatsächlich eine Geld dafür, je nachdem wie viel und wie oft. Ist für mich ja auch alles noch neu, ich muss da auch noch reinwachsen, aber wachse gerne mit euch zusammen und mit denen, die mich schon unterstützen sowieso, und freue mich dann noch auf weitere Member, mit denen dass wir einfach Dinge zusammen machen. Ja, genug erzählt, ich bin Dirk, bis zum nächsten Mal, ciao.